Hallo zusammen, da bin ich wieder. Mal wieder aus meinem bekannten Zimmer mit Seeblick. Als ich von Möcki weggefahren bin, am Sonntag, wusste ich, dass da noch irgendwas kommt. Denn gut ging es mir nicht. Hinzu kam, dass ich den Montag, ich glaube Montag war das, den Finger hier schwer geschwollen hatte, den hier. Ach, jetzt meckert das Teil schon wieder hier rum. Moment, ich muss das mal gerade quittieren. Ja, läuft wieder. Ja, ich hatte den Finger dick geschwollen. Ich habe mir letzte Woche beim Freitag beim Brotschneiden, ihr kennt ja bestimmt das finnische Roggenbrot, dieses Rüslepe, habe ich in Kanten geschnitten und mir dann in den Griffel gehauen. War nichts Weltbewegendes, ein kleiner Schnitt eben. Da kann ich ein bisschen schlecht zeigen, sonst meckert das Teil hier schon wieder. Naja, hat natürlich geblutet wie sonst was, weil ich ja keine Thrombozyten habe, die roten Blutplättchen. Habe das dann verarztet und wir sind am Wochenende dann ins Möcki, Gerda und ich. Naja, und irgendwie habe ich mir dann den Finger da entzündet und auch diese Atemschwierigkeiten, alles, das wies darauf hin, dass ich wieder Probleme mit Blut habe. Naja, dann Montag hatte ich also einen schönen, dicken, geschwollenen Finger. Es schmerzte sehr stark, pochte ohne Ende und ein roter Strich bewegte sich also zum unteren Teil des Fingers. Ich habe den ganzen Finger dann sofort in Desinfektionsmittel gebadet, das erstmal in die Finger einziehen lassen und dann habe ich einen Kühlbeutel drauf für eine Stunde. Ja, so lange, bis der Finger sich anfühlte wie im finnischen Winter ohne Handschuhe. Ja, also den habe ich mal kurz eingefroren und 2 Stunden später bildete sich also dann alles zurück. Ich hatte also eine schwere Entzündung, die sich zur Blutvergiftung am Ausweiten war. Und das Ganze ging dann zurück, weil die Bakterien bei der Kälte ja nicht überleben können. Naja, also habe ich sie kurz verarscht, da braucht man keine Chemie nehmen. Ja, und Dienstag war das obere Glied war noch rot, ohne Schmerzen. Und jetzt hat sich das alles verzogen. Ebenso habe ich 3 Zeckenbisse gehabt und hat mir gestern die Zecken entfernt, nach der Blutabnahme, weil die an der Stelle saßen, wo ich nicht rankam. Ja, der eine war am Rücken, eine unter der Arschbacke und die andere hier an meinem Ranzen an der Seite. Die habe ich versucht zu entfernen mit der Zeckenzange, die ich normal für einen Hund gekauft habe. Und da ich über Spiegel arbeiten musste, da war da natürlich auch nichts so Besonderes. Da habe ich mir ein Stück vom Fell rausgerissen. Naja, die habe ich mir dann auch ziehen lassen. Und ich habe mir schon gedacht, dass das Krankenhaus wahrscheinlich anrufen wird wegen den Blutwerten und auch wegen den Entzündungswerten. Und so war es auch heute Morgen. Man hat mich sofort einbestellt, weil man wieder Angst hatte, dass ich eine Lungenentzündung bekam. Und da habe ich denen dann erklärt, was passiert ist. Und dass ich also keine Lust habe auf stationäre Behandlung. Ja. Da sagte man mir aber, dass ich hier diese Beutelchen abholen müsste, das sind Thrombozyten. Und ich dann wenigstens auf die, ja, wie nennt sich das, jetzt habe ich den Namen auf Deutsch wieder vergessen, eben auf die Behandlungsstation kommen soll. Naja, gut, habe ich gesagt, dann komme ich dann nachher. Für 11 Uhr war verabredet und das Telefon ging kurz darauf wieder. Da hat man gesagt, nee, das geht erst am Nachmittag, die haben nichts
hier im Krankenhaus, das müsste alles aus Helsinki bestellt werden und das kommt dann per Kurier. Also erst nachmittags und dann auf Station. Deshalb liege ich hier wieder auf meinem altbekannten Zimmer, was viele von euch ja schon kennen. Ich bin erst das 3. Mal auf diesem Zimmer. Ja, der Finger ist soweit gut verheilt. Der Rücken, der juckt noch ein bisschen. Und der Beutel ist gleich durchgelaufen. Noch 20 Minuten wieder steht. Und dann kann ich dann ein Taxi rufen lassen, dann bin ich wieder nach Hause. Heute hat es den ganzen Tag geschüttet wie aus Eimern. Ihr habt ja gesehen, die ganzen Tropfen am Fenster. Vor einer halben Stunde erst hat es aufgehört. Und ich muss sagen, es ist ein Bild für die Götter. Das war eben so dunkel. Und jetzt ist die Sonne wieder da. Eben fuhr ein Touristenschiff vorbei. Und als der letzte Regentropfen gefallen ist, konnte man sehen, dass die ganzen Möwen in die Luft gingen. Ja, also wunderschön anzusehen. Die hatten eine richtige Freude, dass sie endlich fliegen konnten. Ja, ich habe meine Bescheinigung bekommen. Das habe ich heute Morgen geklärt. Ja, hier ist eine Bescheinigung. Jetzt kann ich kostenlos parken. Eine Krankheit muss ja auch mal was Gutes haben. Ne? Ja, jetzt kann ich meinen Parkausweis beantragen. Brauche beim Einkaufen nicht mehr so weit latschen. Kann im Halteverbot stehen in der Stadt. Und überall kostenlos parken, außer auf Privatparkplätzen. Ja, also hier im Krankenhaus müsste ich weiter bezahlen. Ja, Moment, ich muss mal gerade die Hand wechseln. Ich wollte mich gerade kratzen, aber das geht ja nicht, sonst fängt das Teil schon wieder an zu meckern. Das nervt, dieser Ton. Ja, blöd. Naja, Gerda ist zu Hause. Sie wartet jetzt. Und ich habe damit eigentlich gerechnet, dass ich, wie heißt das jetzt? Hämoglobin kriege. Und das wären da 6 Stunden gewesen, die ich hier gelegen hätte. Da wäre ich heute Nacht erst wieder zu Hause gewesen. Naja, ich hoffe, nächste Woche geht es endlich weiter mit der 3. Chemo. Denn die Krankheit, die ich habe, die ist nicht gerade sehr prickelnd. Ich werde das mal in einem Video, werde ich das mal erklären, wie die abläuft und wie die Chancen sind und was da alles noch kommt, was da passieren kann. Ein Teil ist ja schon passiert. Und naja, damit ihr mal wisst, wie das so läuft. Ich habe hier, wo habe ich denn jetzt den Zettel schon wieder hingelegt? Ja. Moment. Jetzt ist er auch schon wieder weg. Ich schaffe das hier, Sachen zu verbummeln auf dem kleinen Tisch, den ich hier habe. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe mit meiner Ärztin gesprochen darüber. Wir hatten ein längeres Gespräch. Dann habe ich mit meiner AI gesprochen, habe dann extra Stichpunkte ausgearbeitet. Das sind 3 DIN A4 Seiten. Ja. Und eigentlich wollte ich das Video hier machen, weil ich noch dachte, ich bleibe länger, aber in ein paar Minuten kann ich hier wieder nach Hause fahren. Also werde ich dieses Video mit der Erklärung, werde ich das dann zu Hause machen. Ganz in Ruhe. Nachdem ich den Rasen irgendwann gemäht habe. Wenn ich das schaffen sollte. Ja, also diese Woche ist das Wetter nicht so ganz prickelnd. Gut.
Ja, das ist es im Prinzip soweit. Mehr Neues gibt's nicht. Ich habe noch genug am Alten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich danke fürs Einschalten und hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hey, hey. Ach Gott, nee.